Can you hear me? Hallo meine Lieben, ich heiße euch recht herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute geht es wieder um einen Tag, denn ich wurde getaggt von der lieben Sarah von Alice im Bücherland. Ich habe immer gedacht, du heißt Alice, ne? Siehst du mal. Und möchte diesen Tag gleich machen, weil er mir sehr gut gefällt. Ich hatte ursprünglich von ihr auch den Zuschauer 2.0 Tag machen wollen, den ich auch danach machen werde. Und just in diesem Moment habe ich gemerkt, dass sie mich getaggt hat, und dann habe ich mir gedacht, machst du halt 2 Tags, weil du Tags ja so gerne magst. Und ich fange auch schon gleich an mit der ersten Frage. Wie viel Zeit verbringst du mit dem Schauen von Booktube-Videos? Wie viel Zeit nimmt dein Hobby ein? Ja, ich verbringe eigentlich ziemlich viel Zeit damit, das anzugucken, weil ich natürlich auch immer neugierig bin, was die Leute so lesen, was sie mögen, auch was sie nicht mögen, weil ich bin da schon, also wenn ich 1, 2, 3 schlechte Meinungen höre, dann schiebe ich das auch erstmal auf die Seite. Ich habe natürlich auch so meine Lieblinge, die ich immer wieder anschaue und anhöre und. Ich habe aber natürlich nur begrenzt Zeit, das heißt immer manchmal in der Früh, ich mache mir einen Kaffee, wenn ich ins Badezimmer gehe, während ich mich fertig mache, alles hin und her, schalte ich mir eben ein Video ein und gucke das, beziehungsweise ich höre das, weil ich muss ja nicht permanent drauf starren auf die Person, sondern es reicht ja, wenn ich sie reden höre über Bücher. Frage 2. Welches Buch ist das letzte, dank eines Booktubers oder Zuschauers, auf deine Wunschliste gewandert? Das war Psychose. Ich werde es euch mal hier irgendwo einblenden von, ich habe mir irgendwo Blake Crouch. Blake Crouch. Darum geht es wohl um einen kleinen Vorort, irgendwo ein kleines Nest, und irgendein Ermittler kommt da ins Krankenhaus, weil er einen Unfall hatte. Der sollte da in diesem Nest irgendwas ermitteln, und er kommt ins Krankenhaus und alles ist komisch. Dort alle komisch, alle Sachen weg, alle Menschen komisch. Er kommt da auch nicht mehr raus aus dem Kaff, und ja, und das fand ich sehr spannend. Das wanderte als letztes auf meine Wunschliste, wird bei der nächsten Rebuy-Bestellung wohl auch, wenn es denn, wie heißt denn das deutsche Wort? Available. Verdammt. Verfügbar. Frage 3. Hat sich dein Leseverhalten durch Booktube verändert? Oh ja. Sehr. Also ich verfolge Booktube selbst persönlich schon sehr, sehr lange, weil ich früher selbstständig war und habe einen Online-Shop gehabt und habe Hundeleinen gemacht. Und die Hundeleinen habe ich selber hergestellt. Und während ich diese Leinen geflochten habe, hatte ich Unmengen von Zeit und habe eben dadurch Booktube angeguckt. Und seitdem ist also normalerweise habe ich immer so wie jeder normale Mensch ein Buch im Monat gelesen, 2. Und dadurch ist das einfach explodiert. Und ich habe überwiegend Thriller gelesen früher. Und ich lese eigentlich dank Booktube jetzt alles. Science Fiction mag ich nicht allzu sehr. Da kommt es aber auch auf die Geschichte drauf an. Der kann ja auch sehr, sehr gut sein. Ich glaube, Neon Birds, kann das sein, ist also ein Science Fiction. Der interessiert mich allerdings schon ein bisschen. Also, das werde ich mal im Auge behalten. Ich hätte zum Beispiel früher auch nie zu Throne of Glass gegriffen. Sarah J. Maas generell, diese
sie schreibt ja nicht pure Fantasy. Ich hatte mal mit 20 versucht, Herr der Ringe zu lesen, bin gescheitert und habe mir gedacht, na, Fantasy ist blöd. Ja, liegt nicht an der Fantasy, ne, sondern es ist halt der Schreibstil und alles. Aber das sind solche Sachen, da hätte ich eigentlich da nie dazu gegriffen. Ich gucke gerade dahinter, ob ich noch weitere nicht gegriffen hätte. Ja, aber ich lese jetzt so ziemlich alles und früher eben nicht. Frage 4. Welcher Booktuber, welchen, Genitiv, hast du als letzten abonniert? Welchen hast du neu entdeckt? Ja, und da habe ich einen englischsprachigen, tatsächlich eine Sie, Bookables, Heather. Die ging irgendwie an mir vorbei. Weiß ich auch nicht. Hat mir YouTube sogar selbst vorgeschlagen. Hier, wir empfehlen dir, schau sie dir an. Und dann habe ich das getan und fand sie gut. Und da habe ich sie abonniert. Und eine deutschsprachige ist Ronja. Ronja vom Kanal Buchfink. Habe ich ebenfalls neu entdeckt. Gleiches Prinzip. Kam irgendwann hochgeploppelt. Weil du dir das angeguckt hast, könnte dir das auch gefallen. Jo. Hat mir gut gefallen. Habe ich abonniert. Frage 5. Welche Formate drehst du am liebsten? Ich drehe am liebsten Tags. Tatsache. Also, weil ich da frei sprechen kann und ja, eigentlich nicht recht viel falsch sagen kann. Meine Gedankengänge sind manchmal etwas wirr, aber ansonsten mag ich Text sehr, sehr gerne oder eben Lesemonate. Mag ich auch ganz gerne. 6. Welches Buch hättest du ohne den Einfluss von Booktube wohl nie gekauft? Ich habe das hier mal rausgezogen. Die komplette Pan-Reihe hätte ich mir nie gekauft. Erstens ist das Buch grün. Das Cover ist ja ganz nett, aber ich finde jetzt grün nicht so ansprechend. So, also es ist überhaupt nicht meine Farbe. Ich mag natürlich Blumen. Blume, grün. Aber ja, und ich hätte nie zu einem Feenbuch gegriffen. Nie. Und das habe ich gemacht. Ich werde auch ein Reader-Chapter, das ist aber leider Gottes schon ewig auf meinem Sub und ich habe immer noch nicht, also ich habe mal kurz reingelesen und das fand ich super gut. Ja, und das war es dann. Also habt ihr Pan gelesen? Ich habe den zweiten nämlich auch schon da. Fandet ihr das gut? Da ist London im Hintergrund. Ich liebe ja London. Ne? Also, aha. Ja. Ich werde mal wieder ein Reader Chapter drehen. Das werde ich mal machen. Oh ja, da habe ich Lust drauf. Und werde das probieren. Das muss jetzt unbedingt weg. Frage 7. Ein Buch, das von vielen Booktubern gehypt wird, dich jedoch kalt lässt. Ach, da gibt es einige. Und zwar fast alle dieser Schnulli-Bücher. Also diese erotischen Liebesromane, die wirklich nur darauf aus, also After zum Beispiel, wenn man jetzt mal, ich habe After natürlich mir geschnappt damals als Hörbuch, habe es als Buch angefangen, habe es als Hörbuch beendet. Schrecklich, also tut mir leid, dass die Geschichte an sich, vielleicht wäre es aber immer, ne, du liebst mich nicht, ne. Nee. Und viele sagen ja, es wird besser, weil die Charaktere sich entwickeln. Tut mir leid, ich kann keine 5 Bände darauf warten, dass sich die Charaktere entwickeln, die ich im ersten Band schon nicht mochte. Das ging nicht. Also im ersten Band, ich stand dann schon teilweise so, habe es im Auto gehört und habe mir gedacht, was stimmt denn mit dir nicht? Ja, und diese ganzen Bücher so Mädchen, naiv und schön, aber klug, trifft auf ihn. Den gut aussehenden, beliebten
Typen, der einen Dachschaden hat. So finde ich sehr schwierig. Sowas lese ich wirklich, wirklich nur, wenn es jemand empfiehlt, dem ich vertraue. Oder auch mehrere sagen, Mensch, lies das. So wie jetzt eben mit Verity von Colleen Hoover. Hätte ich nicht mehr danach gegriffen, weil Slammed habe ich damals gelesen, also weil ich Lakin liebe. Fand ich nicht schlecht, aber nichts, was ich jetzt, ne? Aber Verity war so gut und Verity hat eben Paddy empfohlen und alles, was Paddy empfiehlt, kann ich eigentlich lesen, blind. Fast. Frage 8. Hast du dir Ziele für dieses Booktube-Jahr gesetzt? Ja, ich mache jedes Jahr bei einer Goodreads Challenge mit und habe mir da auch dieses Jahr 50 Bücher wieder draufgepackt. Ich verlinke euch das unten, also ich habe das immer unten in der Info. Allerdings habe ich 2 Accounts momentan, weil ich Dödi habe den alten Account, den Zugang nicht mehr gewusst und die E-Mail-Adresse hat sich geändert und nichts mehr gewusst. Und dann habe ich mir einen neuen erstellt und dann habe ich den alten wieder gefunden und jetzt habe ich 2 und ich habe aber da Freunde und ja, ich werde das mal aufräumen und dann werde ich natürlich meinen alten behalten, der dann weitergeführt wird, weil da einfach so viele Bücher von 2015, glaube ich, noch mit drauf sind, wo ich ja wirklich so im Leseflow war. Ja, Booktube ist für mich... ich liebe Booktube. Wie gesagt, dadurch, dass ich da eigentlich über die amerikanischen Booktuber drauf gekommen bin früher und ich so viel Zeit hatte, habe ich alles durchgesuchtet, was es damals gab. Ich unterhalte mich einfach gerne über Bücher und ich habe auch ganz viele neue Kontakte eben kennengelernt, sei es jetzt auf Instagram, YouTube, Facebook, wie sie alle heißen. Ich kenne sie natürlich, dadurch, dass ich nicht so lange dabei bin, auch noch nicht so gut alle, aber ich hoffe ja natürlich irgendwann an irgendwelchen Messen, irgendwann irgendwo, die Leute ja auch persönlich kennenzulernen. Die wohnen ja alle quer verstreut in Deutschland, ich wohne in Bayern, ja, ne? Und ja, es ist halt einfach ein Hobby, das ich mit so vielen anderen teile und das ich auch weitergeben möchte, sowohl an meine Familie, also an meine Kinder auch, damit die auch zum Lesen, ne? Also ich habe 2 Jungs, das ist ja immer ein bisschen schwierig, bin auch gut mit dabei. Als auch eben freue ich mich jedes Mal, wenn jemand zu mir sagt, du hast mir das empfohlen, ich fand das toll. Oder natürlich auch, oh, du hast mir das empfohlen, ich habe das gelesen, fand ich doof. Kann natürlich auch passieren, passiert mir ja auch. Aber gelesen hast du das. Ne? Und zu guter Letzt Frage 10. Also, nein, Statement 10. Nummer 10. Best of. Meine liebsten alten Videos. Schwierig bei mir, weil ich bin ja erst seit Februar im aktiven Dienst und habe natürlich so noch keine und ich experimentiere ja noch rum. Also ich hoffe, man hört das, der Ton ist besser. Ich habe mir ein Mikro zugelegt. Ich hantiere noch mit dem Licht immer noch rum. Was ist die beste Einstellung? Ich habe ja, hier ist mein ungelesenen Bücherregal. Da hinten sind meine Bücherregale, die schon gelesen sind. Diese bilden aber eine Trennwand zu meinem Wohnzimmer, weil ich so ein Wohnzimmer komplett über das ganze Haus quasi. Ja, und das ist da, ich probiere immer noch ein bisschen rum. Deswegen finde ich meine Videos momentan, ja, ich finde das letzte allerdings, was ich hochgeladen hatte, das finde ich gut. Nicht in diesem Leben mehr wahrscheinlich. Da, irgendwo da oben. Ich verlinke es euch. Das fand ich ganz gut, weil da hatte ich Geduld und Inspiration, es zu bearbeiten. Das ist natürlich noch ausbaufähig alles, aber und dieses Aber ich arbeite dran, diese Lückenfüller rauszulassen.
Dann kann man nämlich das Video auch besser schneiden. So, das war auch schon der Booktube-Tag. Ich tagge Ronja tatsächlich. Buchfink Ronja. Mach doch den Tag bitte auch. Das würde mir sehr gefallen. Da würde ich mich freuen. Und Lena, Expecto Booktronom. Ich weiß, du hast wahrscheinlich schon alle Tags dieser Welt gemacht, aber nichtsdestotrotz, ich höre dich einfach gerne reden. Natürlich kann jeder den Tag machen, der ihn gerne machen möchte. Ich finde das ein sehr schöner Tag. Wenn ihr ihn machen solltet, dann könnt ihr mich gerne markieren, dann schaue ich mir das sehr, sehr gerne an. Und auch sonst bedanke ich mich fürs Zuschauen. Schaut gerne wieder bei den anderen Videos vorbei. Ich mache noch ein paar Tags jetzt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Habt einen schönen Tag. Bis dahin. Tschüss.